Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay Unveiled. Heute geht es um ein Thema, das vermutlich jeden beschäftigt, der ans Auswandern denkt. Sollen wir alles verkaufen oder alles ab in den Container und mitnehmen? Und wenn Container, ja, dann einen kaufen oder einen mieten? Und welcher Container ist eigentlich der richtige? Und vor allen Dingen, was kostet der Spaß? Aber bevor wir loslegen, muss ich euch was gestehen. Heute wird das Wort Container, sagen wir mal, häufiger fallen. Und ich würde euch jetzt wahnsinnig gerne so einen schicken Zähler hier oben einblenden, der das mitzählt. Aber ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wie man das schneidet. Deshalb brauche ich euch. Macht eine Strichliste, zählt mit, wie oft ich heute Container sage und schreibt mir die genaue Zahl in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch ein Trinkspiel draus machen. Wer am nächsten dran ist oder sogar die richtige Zahl trifft, der wird im nächsten Video namentlich gegrüßt. Also Stift raus, Ohren auf und los geht's! Ganz ehrlich, wir haben selbst noch keine Ahnung, wie wir das machen und wie wir es angehen mit dem Container. Alles verkaufen oder einen Container mitnehmen. Und wenn ihr euch da schon hinter euch habt, dann schreibt uns gerne bitte in die Kommentare, wie ihr es gemacht habt und ob ihr im Nachhinein mit eurer Entscheidung zufrieden wart. Gerne auch, was ihr ungefähr bezahlt habt und natürlich auch gern, wenn ihr eine konkrete Empfehlung habt. Wir schauen uns heute erstmal an, welche Optionen es überhaupt gibt, um sein Zeug von A nach B zu bekommen. Den Standardcontainer gibt es in der 20 Fuß, der 40 Fuß und der 45 Fuß Variante. Der Standard 20 Fuß Container ist außen ca. 6,6 Meter lang, das sind innen 5,90 Meter. Er ist 2,44 Meter breit, das sind innen so etwa 2,35 Meter und 2,59 Meter hoch, das sind innen 2,39 Meter. Das ergibt rund 33 Kubikmeter Ladevolumen, das maximale Ladegewicht liegt bei ca. 28 Tonnen. Damit ihr euch jetzt diese 33 Kubikmeter besser vorstellen könnt, das sind ungefähr 330 Standard-Umzugskartons oder anders gesagt der komplette Inhalt einer Zweizimmerwohnung plus Keller. Wenn man sich bei den Speditionen umschaut, erfährt man, der 20-Fuß-Container ist ideal für Umzüge von 1 bis 3 Personenhaushalte und fürs Auswandern mit reduziertem Hausstand und für Wohnungen bis ca. 80 Quadratmeter. Der Standard 40-Fuß-Container ist 12,19 Meter lang, Breite und Höhe entsprechen dem 20-Fuß-Container und das Ladevolumen liegt bei 67 Kubikmeter. Das maximale Ladegewicht bei ca. 26,5 Tonnen. 67 Kubikmeter, das heißt konkret, stellt euch vor, das ist ein komplettes Wohnzimmer mit Sofa, Schrankwand und Esstisch, dazu die komplette Küche, ein Schlafzimmer dazu, das Kinderzimmer und der Inhalt von Keller und Garage und dann passt wahrscheinlich auch noch ein Klavier rein. Oder anders, das sind 670 Umzugskartons. Und wenn ihr die so aufeinander stapelt, dann wäre der Turm über 220 Meter hoch und das ist höher als der Kölner Dom. Ja, was sagen die Speditionen? Ein 40-Fuß-Container eignet sich besonders für Familienhaushalte und größere Wohnungen oder Häuser und für Umzüge mit vielen Möbeln, fürs Auswandern mit umfangreichem Hausrat und wenn eine kosteneffiziente Lösung pro Kubikmeter wichtig ist. Bleibt der 45-Fuß-Container. Der ist 13,72 Meter lang. Die Breite ist identisch, aber Achtung, den 45-Fuß-Container gibt es fast ausschließlich als High Cube, also in einer Höhe von 2,90 Meter statt der üblichen 2,59 Meter außen. Den 20-Fuß- und den 40-Fuß-Container gibt es auch als High Cube. Die sind dann rund etwa 30 cm höher als die Standardvariante. Außerdem gibt es sogenannte Side-Opening-Container und ihr ahnt es schon, da sind die Türen an der Seite. Und das sind allerdings eher Spezialcontainer und nicht überall verfügbar. Darüber hinaus gibt es diverse Sonderformen. Hardtop-Container, Open-Top-Container, Kühlcontainer, Tankcontainer, Plattformen, Isoliercontainer und so weiter. Aber die sind eher für die Logistik von Handelswaren gedacht und weniger für den privaten Umzug. Deswegen lassen wir die mal außen vor. Es gibt noch eine weitere kleinere Variante, nämlich den 10-Fuß-Container. Der wird allerdings eher als mobiler Lagerraum oder Gartenhaus genutzt und weniger für Umzüge. Je nach Zielland dauert der Transport 2 bis 12 Wochen.
Für den Transport nach Uruguay müssen wir so durchschnittlich mit 25 bis 40 Tagen Transportzeit rechnen. Wer es nicht eilig hat und nur wenige Kubikmeter transportieren möchte, kann sich für einen Sammelcontainer entscheiden. Das nennt sich dann auch LCL-Transport, also Less Than Container Load. Statt einen kompletten Container zu buchen, teilt man sich den Platz mit anderen. Das spart Kosten, dauert aber etwas länger. Für den Transport von Deutschland nach Uruguay sollte man bei einem Sammelcontainer mindestens 50 Tage einplanen. Wie läuft das Ganze ab? Der leere Seefrachtcontainer eurer Wahl wird am Wohnort angeliefert. Je nachdem, welchen Service ihr gebucht habt, packt ihr entweder selbst oder lasst packen. Wer sich fürs Selbstpacken entscheidet, sollte sich gut vorbereiten. Denn im Preis sind in der Regel nur Standzeiten von etwa 2 bis 3 Stunden enthalten. Jede weitere Stunde kostet extra. Alternativ kann man die Option Drop and Pick buchen. Dann wird der Container mit einem speziellen LKW auf dem Boden abgesetzt und ein paar Tage später wieder abgeholt. Das kostet natürlich extra. Damit ihr das zeitlich so besser einschätzen könnt, so einen 20-Fuß-Container professionell, transportsicher und seefest zu packen, dauert mit 3 bis 4 Personen so etwa 5 bis 6 Stunden. Also das muss man dann schon einplanen. Und hier hilft auch nicht mehr Personen, geht schneller, weil in diesem Container kann man sich ja auch nur ein paar Leute bewegen. Also von daher muss man diese Zeit tatsächlich einrechnen. Wichtig ist auch vorher zu klären, ob für den parkenden LKW eine Halteverbotszone bei der Stadt beantragt werden muss. Und wer den Container auf dem Boden absetzen will, sollte vorher prüfen, ob der Untergrund, also Asphalt oder Pflaster, das massive Gewicht von so einem Container, wenn er voll ist, tragen kann. Denn falls Schäden entstehen, ja, dann haftet ihr. Ist der Container befüllt, wird er endgültig verschlossen und mit einem Bolzensiegel versehen. Wenn wir davon sprechen, den Container zu befüllen, möchten wir keinesfalls den Eindruck erwecken, dass man einfach seine Sachen so reinschleppt und abstellt. So einfach ist das nun wirklich nicht. Zuerst müsst ihr klären, ob das, was ihr mitnehmen wollt, überhaupt zulässig ist. Denn nicht alles darf in einen Seefrachtcontainer. Vieles, worauf ich im Leben nicht gekommen wäre, ist tatsächlich verboten. Was wohl jedem klar ist, Drogen und Waffen dürfen nicht in den Seefrachtcontainer. Aber dass zum Beispiel Sprühdosen, Feuerzeuge, Farben, Batterien und Reinigungsmittel als Gefahrgut eingestuft sind, das wäre mir nicht klar gewesen. Ich hätte Farbe und Reinigungsmittel für eher unproblematisch gehalten. Auch Verderbliches, also Lebensmittel, Pflanzen und Samen, dürfen nicht in den Seefrachtcontainer. Dinge wie zum Beispiel Autos, von denen ich erwartet hätte, dass sie nicht im Seekontainer transportiert werden dürfen, dürfen das allerdings durchaus. Aber sie sind auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man Sachen eben nicht einfach in den Container reinstellen kann. Ich zeige euch das hier mal auf. Schon bevor das Fahrzeug überhaupt in den Container reinkommt, sind Vorbereitungen zu treffen. Da wäre zum einen der Tank. Darf maximal zu einem Viertel gefüllt sein und keinesfalls vollständig entleert. Das ist Vorschrift für den Seetransport. Ja, dann als nächstes, die Batterie muss abgeklemmt werden. Und das Auto sollte sehr gründlich gereinigt werden, besonders die Radkästen und der Unterboden. Vielerorts sind Pflanzenschutz und damit auch der Zoll sehr streng, wenn es um Erde oder organische Rückstände geht. Den Containerboden solltet ihr an der Stelle, die für den Motorraum vorgesehen ist, mit einer Ölschutzmatte oder festen Pappe auslegen. Ein Pkw gilt im Seekontainer erst dann als gesichert, wenn das Auto während der Überfahrt absolut unbeweglich bleibt. Das heißt konkret, erstens, alle 4 Räder müssen mit stabilen Holzkeilen gesichert werden, die fest im Containerboden verschraubt sind. Der Boden besteht aus dickem Sperrholz und da kann man gut reinschrauben. Zweitens, mindestens 4 schwere Ratschengurte mit einer Zurgkapazität von ca. 2500 Kilogramm müssen das Fahrzeug sichern.
Die befestigt ihr an den Abschleppösen oder direkt durch die Felgen und verankert sie in den Zooösen im Containerboden. Die Gurte werden über Kreuz gespannt, damit sich das Fahrzeug auch seitlich nicht bewegen kann. Grundsätzlich kann der Innenraum von dem Fahrzeug befüllt werden, allerdings muss das Fahrzeug beim Zoll identifizierbar sein. Also möglichst ohne, dass man irgendwas ausladen muss. Die Fahrgestellnummer muss unbedingt frei lesbar bleiben. Der Zoll möchte sehen können, was sich innerhalb des Autos befindet. Deshalb solltet ihr mindestens 30 cm der Fenster freilassen, damit man mit einer Taschenlampe da reinleuchten kann. Tipp: Verwende transparente Boxen oder transparente Vakuumbeutel, denn wenn der Zoll mit dem Einblick nicht zufrieden ist, wird das Auto komplett entladen und überprüft. Tja, und das verursacht zusätzliche Kosten. Der Fahrersitz muss grundsätzlich frei bleiben, falls das Auto im Hafen von einem Hafenarbeiter rangiert werden muss. Ja, stellt außerdem sicher, dass das Fahrzeug im Container unverschlossen ist und ein Gang eingelegt und die Handbremse angezogen ist. Ja, und klappt die Seitenspiegel ein, ja, und dokumentiert das am besten mit Fotos. Ja, und ganz wichtig, der Autoschlüssel gehört nicht in den Seefrachtcontainer. Stellt bitte unbedingt sicher, dass euer Zollagent den Fahrzeugschlüssel und die Originale der Fahrzeugpapiere hat, spätestens wenn das Schiff im Hafen einläuft. Grundsätzlich ist zum Beladen eines Seefrachtcontainers Folgendes zu sagen. Alles, was in den Container kommt, gehört unbedingt inklusive Wertbezifferung auf eine Packliste. Schwere Gegenstände wie Maschinen, Tresore oder schwere Möbel gehören immer nach unten und mittig über die Längsachse. Also vermeidet da Punktlasten. Sonst kann das kritisch werden, wenn der Kran den hochhebt. Staut lückenlos. Vermeidet Spielraum, denn jede Lücke ist eine Gefahr. Packt hart auf hart, also Holzkisten nach unten, Kartons oben drauf und füllt die Zwischenräume mit weichen Sachen. Jeder Container hat Boden- und Dachlängsträgerösen. Nutzt Spanngurte, um Sektionen einzeln zu sichern und keine Wäscheleinen oder sonstige Schnüre. Errichtet am Ende eine sogenannte Zollwand aus Balken oder einem Netz, damit beim Öffnen des Containers niemand von Gegenständen erschlagen wird. Während der Seereise bildet sich Kondenswasser an der Decke. Also schützt eure Sachen deshalb mit Abdeckplanen und Trockenmittelbeuteln. Ganz wichtig, alles verwendete Holz, also Paletten, Stützbalken, Sicherungsplatten, muss ISPM 15 Standard entsprechen. Also begast und hitzebehandelt sein. Ja, sonst kann es aus Pflanzenschutzgründen beim Zoll zu massiven, teuren Schwierigkeiten kommen. Dokumentiert den Packvorgang per Fotoprotokoll. Fotografiert jede Schicht beim Beladen, besonders die Sicherung des Autos und die Versiegelung. Das ist für die Versicherung im Schadensfall essentiell. Die Packliste sollte und muss vollständig, klar, strukturiert und in der Landessprache des Einwanderungslandes sein. Euer Zollagent benötigt sie zwingend, um den Wert und den Inhalt für die Einfuhr anzumelden. Kennzeichnet gebrauchte Gegenstände auf der Packliste auch als solche. Die Warenwerte sollten realistische Zeitwerte sein und Elektronik solltet ihr exakt angeben, also Marke, Modell, Größe, also zum Beispiel Samsung TV 50 Zoll, Modell sowieso. Klebt außerdem eine Kopie der Packliste und Fotos der Dokumentation in Klarsichthüllen direkt innen auf die Containertür. Hat man all diese Hürden genommen und der Container wurde erfolgreich verschifft, wird er im Zielhafen vom Schiff geladen und im Hafenterminal abgestellt. Ab diesem Moment läuft die sogenannte Free-Time. Die ist von Hafen zu Hafen unterschiedlich und liegt meistens zwischen 5 und 10 Tagen. Ja, und jetzt muss der Container und sein Inhalt beim Zoll angemeldet werden. In unserem Fall, also für Uruguay, ist ein lizenzierter Zollagent gesetzlich vorgeschrieben. Ja, dafür braucht dieser Zollagent zwingend verschiedene Dokumente.
Einmal das Bill of Loading, die Packliste und eine Passkopie. Wer als Einwanderer das Umzugsprivileg der zollfreien Einfuhr nutzen will, muss außerdem nachweisen, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, zum Beispiel die eingeleitete Residencia. Nach der Anmeldung durch den Zollagenten erfolgt die Zollbeschau. Der uruguayische Zoll entscheidet per Zufall oder Risikoanalyse über den Kontrollaufwand. Da gibt es zum einen den Kanal Verde. Das ist der grüne Kanal. Sofortige Freigabe ohne Prüfung. Dann gibt es den Kanal Naranja. Das ist orange. Nur die Dokumente werden geprüft. Und den Kanal Rojo. Der Container wird physisch geöffnet, ein Beamter gleicht den Inhalt mit eurer Packliste ab und bei Umzugsgut und Autos ist der rote Kanal fast immer der Standard. Noch ein Tipp. Wählt eine Versicherung, die nicht nur bei Transportschäden zahlt, sondern auch für Schäden, die beim Entladen im Zielhafen entstehen. Wird der Container nicht innerhalb dieser Freetime verzollt und abgeholt, entstehen natürlich zusätzliche Lagergebühren. Grundsätzlich müssen alle lokalen Gebühren bezahlt sein, bevor der Container den Hafen verlassen darf. Dazu gehört die Terminal Handling Charge und das ist die Gebühr fürs Entladen vom Schiff und die Hafennutzungsgebühr für Lagerung und Verwaltung sowie die Agenturgebühr für die Arbeit des Zollagenten. Ja, dann wird der Container per LKW vom Hafen zum vereinbarten Zielort gebracht. Wichtig zu wissen, habt ihr den Container nicht gekauft, sondern nur gemietet, habt ihr beim Entladen üblicherweise wieder nur wenige Stunden Zeit. Danach bringt der LKW den leeren Container zurück zum Hafen. Puh, eine Menge Infos. Aber jetzt sind wir auch am Ende. Für mich klingt das, als könnten da viele teure Fehler passieren. Außerdem erscheinen uns die Kosten für Zollagenturen in Uruguay recht undurchsichtig. Also wir konnten jedenfalls keine Infos zu Gebührensätzen oder Ähnlichem finden. Soweit wir wissen, gibt es in Uruguay für Zollagenten keine staatlich festgeschriebenen Pauschalsätze. Die Honorare sind Verhandlungssache. Ja, daraus schließen wir, dass man sich vorab mit mehreren Agenturen in Verbindung setzen sollte und die Kostenvoranschläge vergleichen. Läuft das tatsächlich so? Was könnt ihr uns dazu sagen, liebe Community? Weiß da jemand mehr oder kann uns jemand sagen, wo wir Genaueres zu den Kosten erfahren können? Ja, dann verratet es uns. Das Beispiel für die Packliste findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Über Likes und Abos freuen wir uns natürlich immer. Ja, und fast hätte ich es vergessen. Wir suchen Kompetenz zu den Themen Lehmbau in Uruguay, Haus im Glashaus in Uruguay, Banken in Uruguay und Seefracht-Containertransport. Dazu habe ich extra ein Wanted-Video gedreht, das findet ihr hier oben. Und ja, über Seefrachtcontainer und den Transport von Gütern gibt es tatsächlich noch viel mehr zu wissen, als ich euch gerade erzählt habe. Ach ja, und bevor ich es vergesse, die Container Challenge. Ja, wie oft habe ich jetzt Container gesagt? Und ich habe natürlich nicht selbst mitgezählt. Schreibt eure Zahl in die Kommentare. Und wer am nächsten dran ist, wird im nächsten Video namentlich gegrüßt. So, und jetzt sage ich hasta la próxima, bis zur nächsten Folge von Mattes Mate Mission Uruguay in Welt. Que les vaya bien und tschüss!